Hallo, ja, wenn der Bass schwammig ist, wenn der Kick nicht kicken will oder wenn trotz stundenlangen Einstellen die Bühne einfach nicht sauber stehen will, dann sind oft Allpassfilter schuld. Heute will ich euch mal zeigen, wie man die in ganz kurzer Zeit, in wenigen Sekunden ausmessen kann, korrigieren kann und natürlich auch wieder ein bisschen Hintergrund, was ist überhaupt ein Allpassfilter, was macht der und warum wird der überhaupt eingesetzt. Mein Name ist Frank Miketta, CTO bei Gladen und Mosconi, zuständig für DSP und Elektronik. So, zunächst einmal ganz kurz, was ist ein Allpassfilter? Ein Allpassfilter ist im Prinzip nichts anderes als ein Equalizer für die Phase, das heißt ein ganz normaler Filter, der das Signal verändert, beeinflusst. Allerdings bleibt beim Allpassfilter die Amplitude, die Stärke des Signals immer identisch. Alleine das Zeitverhalten, die Phase wird geändert. Und das auch nicht linear wie eine Laufzeitkorrektur, die das komplette Signal verschiebt, sondern frequenzabhängig. Dargestellt habe ich hier mal einen Sinus-Sweep. Angenommen, das ist unser linker Lautsprecher, der strahlt den ab, dann kommt der rechte Lautsprecher dazu. Der ist in diesem Falle amplituden- und phasengleich. Was passiert? Beide Signale addieren sich am Hörplatz zu einem Summensignal, was genau 6 dB lauter ist, also doppelte Amplitude wie die Einzelsignale. So, jetzt kann ich in meiner Simulation, mal schnell einen Phasenfehler simulieren. Starte das nochmal neu. So, da sind wir wieder. Ich habe wieder meinen Sinus-Sweep auf der einen Seite, ich habe meinen Sinus-Sweep auf der anderen Seite und da, wenn man genau hinguckt, erkennt man schon, im Zeitverhalten hat sich hier was verändert. Da ist jetzt ein Allpassfilter simuliert. Was passiert in der Summe? In der Summe gibt es eine komplette Auslöschung da, wo ein positiver Peak auf eine Senke, also auf die verschobene Phase des zweiten Signals trifft. Diese Allpassfilter werden immer aktueller und kommen immer häufiger bei OEM-Anlagen, also Anlagen am Werksradio. Damit fing Seat an, das ging dann über Kia, Hyundai weiter und mittlerweile sind die bei fast jedem Werksradio implementiert. Warum machen die Fahrzeughersteller das? Mit einem Allpassfilter zweiter Ordnung, wie er hier simuliert ist. Im Bassbereich, im Tieftonbereich kann man zum Beispiel akustisches Design des Fahrzeugs betreiben. Man kann Dröhneffekte aus dem Fahrzeug rausziehen, ohne die Leistung am Lautsprecher zu verändern. Weil, wie gesagt, bei einer verschobenen Phase Auslöschung des Signals bis auf fast null. Man kann aber auch mit Allpassfiltern im Mitteltonbereich, die sind meist im Bereich 1500, 2000 Hertz angesiedelt, kann man die Bühnenabbildung beeinflussen, und wenn man das geschickt macht, kriegt man das sogar so hin, dass man zwar keine perfekte Bühne hat, aber eine sehr gute, akzeptable Bühne für Fahrer und Beifahrer, im Gegensatz zur Laufzeitkorrektur. Problematisch bei der ganzen Geschichte ist, wenn wir anfangen mit einer Laufzeitkorrektur unser Setup zu machen, dann geht das vollkommen in die Hose, dann kommt Kuddelmuddel raus beim Signal. Was kann man tun gegen Allpassfilter? Man kann sie korrigieren. Wenn ich jetzt diese Phasenverschiebung, die ich auf dem zweiten Kanal gemacht habe, identisch auf dem ersten Kanal mache, habe ich jetzt mal gemacht in der Simulation. Der identische Allpassfilter, die gleiche Phasenverschiebung ist jetzt auf dem linken Kanal und auf dem rechten Kanal. Und was passiert? Meine Summe passt wieder. Die hat zwar einen absoluten Phasenfehler, dafür ist das Ohr aber sehr, sehr unsensibel. Der hängt also weder Richtungsortung noch irgendwas von ab. Das können wir einfach nicht wahrnehmen.
In dem Moment, wo ich das auf diese Art und Weise korrigiert habe, stimmt wieder der Bass, der Kickbass und die Bühnenabbildung. So, wie kriegen wir jetzt raus, ob solche Allpassfilter auch bei uns in der Anlage aktiv sind und das vielleicht der Grund ist, warum das alles vorne und hinten nicht so wirklich klappt und nicht so wirklich klingt? Das ist ziemlich einfach, in wenigen Sekunden passiert. Wir nutzen die Messfunktion. Wir spielen im Radio den Mosconi Sinus-Sweep-Ton ab, den ihr zusammen mit der GUI auf den Desktop installiert bekommt. Könnt ihr von USB oder von CD abspielen. Da wir den Ton von extern abspielen, also vom Radio, wählen wir hier als Signalquelle extern. Dann wählen wir, das Werksradio ist geroutet auf den Ausgang der Gruppe 1. Und dann können wir im Prinzip schon losmessen. Ich spiele den Sweep mal ab und klicke hier auf RTA Messung. So, kommt jetzt jeden Moment rein. Das war schon die komplette Messung. Hier unten haben wir die Einzelkanäle, links und rechts. Der rechte ist der rote, der linke ist der schwarze. Und da das Messsystem komplett stereo simultan misst, kann der uns auch direkt die Summe mit rausmessen. Und wir sehen hier genau wie in der Theorie, die Summe ist 6 dB höher als die Einzelmessung. Was jetzt auch noch geht, ist, ich kann mir die Phase anzeigen lassen und die Phase ist über das komplette Signal bei 0 Grad, also keine Phasenverschiebung drin. So, jetzt kommt als Beispiel eine neue Messung. Jetzt ist hier aktiv ein Allpassfilter. Ein Allpassfilter zweiter Ordnung, das erkenne ich daran, dass die Phase, fangen wir andersrum an, ich sehe also die Addition der beiden Kanäle, des rechten und linken Kanals, bricht hier bei 100 Hertz komplett weg. Ansonsten passt das wieder plus 6 dB. Jetzt kommt eine Kleinigkeit, die wir für später wissen müssen. Ein Allpassfilter zweiter Ordnung verschiebt bei Filterfrequenz die Phase um 180 Grad. 180 Grad Phasenverschiebung bedeutet komplette Auslöschung. So, ich habe also hier, sehe ich schon anhand der Summe, die Summe geht bei 100 Hertz komplett in den Keller und kommt dann wieder in der Addition. Ich sehe also anhand des Summenfrequenzgangs schon, hier ist ein Allpassfilter zweiter Ordnung im Spiel. Kann ich mir auch über die Phase anzeigen lassen. Phase schiebt bis nahezu minus 180 Grad, das heißt komplett Phasen verdreht und kommt dann zurück auf die 0 Grad, das heißt die Addition stimmt wieder. Das als Beispiel Allpassfilter zweiter Ordnung. Was wir wissen müssen, komplette Auslöschung 180 Grad bei Filterfrequenz. Das brauchen wir für später. So, nächstes Beispiel. Eine neue Messung. Simuliert Allpassfilter erster Ordnung. Was müssen wir wissen? Allpassfilter erster Ordnung dreht von unten angefangen die Phase bis 180 Grad. Und die Filterfrequenz des Allpassfilters erster Ordnung ist genau die Frequenz, wo die Phasenlage 90 Grad ist, minus 90 Grad. Wenn ich mir jetzt die Phase hier mit anzeigen lasse, dann sehe ich, die Phase bleibt bei 0, bei 0, bei 0, bei 0 und hier bei, da ist die 90 Grad, das ist genau bei 3 Kilohertz. Wie gesagt, muss man für später wissen, wenn man das korrigieren will,
Allpassfilter erster Ordnung dreht die Phase um 90 Grad bei Filterfrequenz. Was man nice to have, was man wissen kann, ein Allpassfilter erster Ordnung bei 120 Grad Phasenversatz ist die Summe beider Signale genauso groß wie die beiden Einzelsignale alleine. So, dann kommt noch ein letztes Beispiel und daran geht es auch gleich weiter mit dem Korrigieren. Ich mache wieder meine Messung. So, das ist typisches Beispiel aus der Praxis, wie es zum Beispiel bei Hyundai Kia vorkommt. Mehrere Allpassfilter sind im Frequenzgang verteilt. Ich habe hier also, wie gesagt, Wissen von vorhin, ich habe hier mindestens 2 Allpassfilter zweiter Ordnung und nochmal einen Allpassfilter erster Ordnung. So, und da geht es jetzt mal dran, wie bekommen wir das korrigiert. Mit dem Wissen von vorhin, Allpassfilter zweiter Ordnung dreht die Phase um 180 Grad bei Filterfrequenz, und wenn wir das korrigieren wollen, müssen wir immer von unten nach oben anfangen. Das heißt, die tiefen Frequenzen zuerst, weil jedes Allpassfilter auch einen Einfluss hat auf die Frequenzen oberhalb der Filterfrequenz. Deswegen fangen wir immer unten an. Was ich hier sehe, ist also schon mal ein Allpassfilter zweiter Ordnung im Bereich 100 Hertz. Sehe ich an der Summe und sehe ich am Phasengang. Dann gehe ich jetzt hier raus, gehe in meine Eingangsfiltersektion und setze jetzt hier einen Allpassfilter zweiter Ordnung bei 100 Hertz und mache die ganze Messung nochmal. So, was ist jetzt passiert? Jetzt sieht es ja noch schlimmer aus als vorher. Jetzt haben wir hier vermeintlich 3 Allpassfilter. Das ist nicht der Fall. Ich habe nur die Korrektur auf der falschen Seite gesetzt. Ich habe genau auf der Seite den Allpassfilter gesetzt, auf dem der im Werksradio auch schon war. Heißt für mich, wieder raus zu den Filtern. Und das bekommt man nur durch Ausprobieren raus. Ich setze den identischen Filter 100 Hertz Allpass zweiter Ordnung auf der anderen Seite. Starte meine Messung wieder. Und sehe, den unteren haben wir schon korrigiert. Wie haben wir das gemacht? Wie vorhin in der Simulation. Ich habe genau den gleichen Filter, der auf der einen Seite des Werksradios vorhanden ist, habe ich auf die andere Seite des Eingangs gelegt. In der Summe ergibt sich eine komplette Addition. Ich kann mir auch wieder die Phase anzeigen lassen. Die Phase läuft jetzt in dem Bereich linear bei 0 dB, obwohl der Allpassfilter im Werksradio noch vorhanden ist. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich habe den gleichen Filter auf die andere Seite dazu gebaut. So, der nächste Filter ist hier bei 900 Hertz, auch wieder ein Allpass zweiter Ordnung. Wir sehen es, die Amplitude bricht komplett weg und kommt dann wieder. Das heißt, ich gehe wieder in meine Eingangsfilter, setze einen Allpass zweiter Ordnung bei 900 Hertz, identische Messung wieder. Starte meinen Sinus Sweep. So, und auch dieser Allpass ist alleine mit kleinem Basiswissen, komplette Drehung ist Filterfrequenz, zweite Ordnung eingestellt, dieser Allpass ist behoben. So, jetzt haben wir hier noch den Allpass erster Ordnung über.
Da lasse ich mir die Phase mit zu anzeigen, weil auch wieder, wie vorhin gesagt, bei Filterfrequenz ist die Phase genau 90 Grad verschoben. Das sind in diesem Fall hier 3500 Hertz. Ich gehe wieder raus, setze mein Allpass erster Ordnung 3500 Hertz, starte wieder die Messung und meinen Sweep. So, was ernte ich? Einen komplett linearen Phasengang, 0 Grad, eine komplette Addition über den kompletten Frequenzgang, die genauso hoch ist, also die 6 dB höher ist als beide Einzelfrequenzen. Voilà, das ist die ganze Zauberei bei Allpassfiltern. Und wenn ich mit dem Signal weiterarbeite, ich kann ja jetzt nochmal direkt am Eingang messen, das ist das korrigierte Signal. Wie gesagt, die Allpässe sind noch vorhanden. Ich starte das Signal, messe nochmal ohne Korrektur. Das ist das Ausgangssignal vom Radio. Das ist unser korrigiertes Signal in unserer Eingangssektion mit 3 Allpassfiltern. Keine große Zauberei, wenn man weiß, was diese Dinger machen, die Allpässe. Wenn man weiß, wie sie funktionieren. Zwei Dinge muss man sich merken. Allpass zweiter Ordnung dreht um 180 Grad bei Filterfrequenz, Allpass erster Ordnung dreht um 90 Grad bei Filterfrequenz. Und so bekommt man, wenn man von unten nach oben anfängt, bei den niedrigen Allpässen anfängt, bis zum oberen Frequenzgangende, bekommt man die in 2-3 Minuten komplett kompensiert und ein blitzsauberes Signal, womit man dann weiter arbeiten kann. Und damit stimmt dann auch Bass und Kickbass und Bühne und wie man es gewohnt ist. Soweit ganz kurz für heute. Noch einmal die einzelnen Schritte, die Messsignale, und nimmt bitte nur unser Mosconi Messsignal, was ihr mitgeliefert bekommt. Wenn die Messfunktionen das erste Mal aktiviert werden, wird das auf dem Desktop installiert. Da sind die Sinus Sweeps. Nur diesen Sweep nehmen. Die einzelnen Schritte sind ganz einfach. Messung aktivieren, externe Quelle, weil unser Radio spielt den Sweep ab, den Eingang wählen, an dem das Radio dranhängt, Sinus abspielen, den Button Start, RTA Start, seinen Sweep wählen und man bekommt in einem Rutsch die Frequenz und Phasengang des Signals angezeigt. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Also beim nächsten Einbau, wenn es irgendwo hakt und nicht passt, einfach mal diese 20 Sekunden Aktion und sich das Eingangssignal mal angucken. Denn nur wenn das stimmt, macht es Sinn, hinten raus weiterzuarbeiten und ein DSP-Setup zu machen. In diesem Sinne, ich danke für die Aufmerksamkeit. Bis demnächst. Tschüss. Eine Kleinigkeit habe ich noch vergessen bei den Werksradios, ist natürlich nicht nur Allpass und Phasensauereien im Spiel, da ist auch Eingangs-Frequenzgangverbiegung, also ein Eingangs-Equalizer im Spiel, aber die grundsätzliche Technik ändert sich gar nichts dran. Das Ganze jetzt hier mal inklusive Eingangs-Equalizer. So, da sehe ich also, die Einzelfrequenzgänge und Summenfrequenzgänge sind schon verbogen. Fangen wir einzeln an. Das ist der Frequenzgang rechts und links, jeweils separat. Die Summe sieht hier schon deutlich wilder aus. Und auch der Phasengang wird mir trotz des Equalizings wird mir sauber angezeigt. Denn wenn ich das Ganze hinter meiner Korrektur nochmal messe,
Dann wird also trotz des werkseitigen Equalizings die Phase sauber rausgerechnet und meine Summe entspricht zu jedem Punkt im Frequenzgang einer 6 dB Addition, wenn die Phasen, die Allpässe korrigiert sind. Okay, jetzt aber tschüss.